Hallo und herzlich willkommen zu Die Elder GamEngDo Enderal. Ich bin der RaLe und wir sind immer noch da in dem Keller von Fogwill, wo wir uns zuletzt, sagen wir mal, hin verirrt haben. Und wir sind auf der Suche nach einem Edelstein, nach einem roten kleinen Edelstein. Verdammt, die Nails hätte ich gerade nicht gebraucht, aber das wäre zu viel Geld, wenn man da einfach den Kasten Bier einfach mitnehmen könnte. Aber wir sind eben gerade dabei, uns recht viel Kohle zu verschaffen durch die ganzen Sachen, was wir da haben. Da haben wir auf alle Fälle mal Foltergeräte, das heißt, da war generell schon irgendwas im Busch in der Stadt. Da haben wir ein paar... Na, da kann ich nirgendwo was looten. Ich bin sehr vorsichtig gerade mit dem Vorangehen, auch wenn ich da zu hektisch umschaue, aber ich probiere alles anzuschauen, um zu sehen, wann und wo... Der zeigt mir sogar direkt den Tresor. Thief Boots. Ich glaube, die waren besser wie meine. So ganz ein bisschen. Da haben wir Corundum Ore, das braucht man, glaube ich, für was. Da haben wir einen Lockpick. Die Plate brauchen wir gerade nicht, die Nägel brauchen wir auch nicht. Da können wir gleich einbrechen. Da haben wir noch Search Wein. In Wein nehmen wir natürlich mit, haben wir gesagt. Search Basket. Ein paar Coins. Leather Stripes. Sehr schön. Und die Chest schauen wir noch schnell eine. Health Potion, Invisibility Potion. Cool. Und Potion of Protection from Shock. Das sind alles Sachen, die wir verkaufen können. So. Und jetzt müssen wir da mal schauen, dass wir den Juwel da... Ich speichere vorher mal, rein aus Prinzip. Denn falls ich alle Lockpicks verbrauche. Nicht einmal an. Okay. Okay. Wir haben ein Emerald. Enderal und Penleys, Garnet, Ruby und Sigil Gem of the Crystal Temple. Jetzt müssen wir wieder zum Jaspar auslaufen und ich bin so froh, dass endlich der Ding da wieder funktioniert. Da bin ich wirklich froh drum. So, wieder in die Fogwill Town Hall. Jetzt regt sich dann gleich wieder der Fire Spark, unser Magister, auf, dass wir ja so lange danach gesucht haben. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dann soll er es selber machen. Er war sicherlich da in die Falle reingelaufen. Ja, ich glaube, jetzt muss ich einmal zur Abwechslung nicht mehr schleichen. Wir haben nämlich, glaube ich, schon alles getötet, was da ist. Und Gott sei Dank habe ich es auf die SSD draufgeschmissen. Wir hätten so viele Minuten an Ladescreens verloren, die wir jetzt dadurch sparen. Aber ja, ich entschuldige mich nochmal für die letzte Folge, dass die eben so kurz war. Denn ich wollte einfach nur irgendwas machen, denn ich habe die komplette Folge vorher aufgenommen. Und das war viel Text, deswegen ich finde es gar nicht so schade, dass die Folge verloren gegangen ist, sagen wir mal so. Ich finde es einfach gleich schade, dass ich es halt dann wirklich nicht außerbringen habe können. Weil es war einfach alles stumm davon. Ich habe die Originaldatei angeschaut, ich habe die kopierte Datei angeschaut, alles, es war nichts drauf. Und ich weiß nicht warum. That was quick. Any luck? Let me see. Yeah, that's it. Well, then I guess that means off to the temple. You ready? What's the story behind that scar of yours? The scar. Well, let's put it this way. If you one day end up in a Talgalean tavern and two 6-foot-tall Razalian women invite you into their room, you should either damn well know who they are or make a run for it. Never heard of it? It's the capital of Araziel. At least if you ask the civilized people. Hands up. Guilty. Some rich snob had hired me back then to bring him a totem from one of the camps of the free people. That is, the Arazelians who worship their ancestors' gods, instead of the Lightborn, and live as nomads. No idea how much you know about Araziel, but the free people have been in conflict with the civilized people, who do worship the Lightborn, for centuries now.
Assassinations, blood feuds, and so on. The usual if two sides both believe they know it all better. Anyway, obviously this job of mine originated from that feud. The totem belonged to a free tribe, and the snob wanted it in order to publicly defile it. So I got it for him. Correct. And Okay. I was a little drunk and a little lonely, if you get what I mean. Have you ever seen a pure-blooded RaLean woman in her 20s? It's really hard to say no to that. In any case, as you already noticed, the whole thing went down differently than expected. My face made acquaintances with a table leg and 4 absolutely untender women's feet and hands. And of course the totem was gone, together with all my clothing and money. I guess I had that coming somehow. That's what happens if you ask your loins rather than your head in the wrong situations. Tja. Mind if I think this is funny? Oh, whoa, such a cold world this is. I present you my deepest scars, you thank me with naught but mockery. Be damned, O impish creature. But anyway, how does the saying go? A truly beautiful face can never be tarnished. And that's why you enjoy working with me. Alright, let's go. Good, then lead the way. Aber ich glaube, ich habe gerade mit ihm geflirtet, obwohl ich es eigentlich gerade eher witzig gemeint habe. Aber wurscht. Games. Huh? Travel together with Jasper. Okay, da sollte ich nicht drüber gehen. Never walked back on the road from Der lassen wir schon Oakbow. Überall ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, die Stadt haben wir ziemlich gut durchgelootet. Okay, er läuft auch mal los. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Ja, warum eager to explore? Ich muss ja da Das heißt, wir müssen die ganze Runde da laufen. Oder ich gehe zum Mirror Temple zur Tower Frost Cliff Tavern und gehe dann da Ja, das ist definitiv kürzer, wie die ganze Kurve da zu laufen. Ah, there you are. Let's push on. Ah ja, reden wir mal kurz mit ihm. Er sollte jetzt hertippeln. Und der ist ultra schnell. Yeah, I did. Why do you ask? Now, aren't you inquisitive? Let me think. I spent most of my time abroad in Kira, and also a couple of years in the Isles of Kile. And there was this mission that led me to Maiar Aranath once. Okay. Er war also eigentlich schon so ziemlich überall. Obwohl, ich bin gerade überlegen, will ich wirklich zum Mirror Tower oder probiere die Runde durch? Na, Mirror Tower. Es muss halbwegs schnell gehen, sagen wir mal so. Walk blessed, friend. Where are you headed? So, Moment, das ist der Mirror Tower Frost Cliff Tavern. Okay. Good evening. Sure. Where to? Moment. Da hinten ist ein Gegner. Und ich frage mich gerade eher, welcher Gegner das ist. Ah. Da haben wir einen Awoken Lost One. So, was haben wir von dir alles? Old Rune Arrows. Okay, einen zumindest. Ein Oakbow und Bone Meal. Bone Meal nehmen wir mit, in den Oakbow lassen wir da, liebes Skelett. Der muss sich aber gut verteidigen zu wissen. Hey. Good evening. So, und jetzt müssen wir zu Sure. irgendwas Frost, irgendwas Cavern. Page 2, Frost Cliff Tavern, da war's. Und Gott sei Dank muss man das erst bestätigen, wo man hin will und kriegt dann die Kohle abgezogen und nicht vorher.
Ah, die soll endlich das Feuer irgendwas Talent da. Das follows you again. Okay. New Location discovered. Sehr schön. Gehen wir gleich wieder mal auf und schauen, was denn da oben im Turm ist. Aber da haben wir ein normales Bett. Das ist cool. Schlafen wir wieder eine Stunde drin. Einmal für ein Autosave. Okay, und jetzt ist dunkel. Ah, man sieht im Dunkeln in Enderal so viel. Hey ho. Okay, da wird es also sogar nach Fogville gehen. So, eine Ikea, glaube ich, in die Richtung. Und der Jaspar tippelt mir gerade scheinbar in Highspeed hinterher. Kann das sein? Ja. Der teleportiert sich einfach mal so den einen oder anderen kleinen Meter. Irgendwie hätte ich gern herlaufen sehen, aber irgendwie nicht. Und ich glaube, ich kehre jetzt weiter in der Richtung. Ja, passt. Okay, da ist auf alle Fälle eine Taverne. Oi, you there. Drunk Guest. Don't look at me like Ah, that. da ist er. You for trouble, eh? Er kommt dann einfach mal aus dem Nichts. Okay. Sharp Woodcutter 6 und da haben wir noch ein Coin Purse. Sehr schön. Wem auch immer das gekehrt hat, jetzt kehrt es mir. Ah, wir gehen mal gerade wieder auf unseren Oakbow. Warum sind da jetzt Violett? Oh. Ich weiß schon wieder. Da hat man ja durch den Fleck noch durch müssen. Nicht zu nah an die Steine zu, weil mir sind ja Magie empfindlich. Talk with Jaspar, okay. Dann talk mal mit dir. And that's it. The Crystal Forest. Beautiful, isn't it? The temple should just be a few miles up the hill. Commander Aaron called the temple the living temple. Why is that? Oh, it's an old legend. Apparently this temple has some kind of consciousness, so to speak. That's also the reason for the weird vegetation around here. Yep. Huh? Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Completed Talk with Jaspar. Der Talk war so wichtig im Moment. Okay, da sind auf alle Fälle ein paar Eisgolems oder was ist das? Okay. Jaspar, wo bist du? Jaspar? Ich brauche jemanden, der kämpfen kann. Neben mir. Ah, da kommt er schon. Kill it with fire. Das Elemental. Okay, kann das jetzt hinter mal looten? Ah wohl, da. Aber es ist empty. Okay. Dann gehen wir zum nächsten. Laufst du mir jetzt wieder hinterher? Ja, danke. Allein gegen Bade war das nie gegangen. Aber jetzt weiß ich immerhin schon, dass die Elementals böse sein. Und dann kann ja da hinten ja das zweite. Now a good pipe.
Okay. Das war, ich mach Support. Du machst Damage. Du bist mein ADC. Way too easy. Ja, du stehst gerade da und du hast meine Aufgabe gerade sehr gut zusammengefasst, sagen wir mal so. Ah, kann sogar meine ganzen Arrows wieder aufklappen. As you wish. Okay, ebenso empty, aber da sollten ja vielleicht nur die ein oder anderen Steel Arrows immer liegen. Zumindest habe ich jetzt ein paar davon aufgeklappt. Ich will jetzt aber kurz ein paar Schritte dazu begehen, dass ich das Ding aufdecke. Und irgendwie tun wir die Kristalle da aber nicht nix. Ah, aber das sind Mana-Fungi, die ich brauchen kann, damit ich mehr Mana kriege in Zukunft wieder. Okay. Ausgezeichnet, wir haben wieder Level Up. Das heißt, wir können jetzt noch wieder was lernen. Stamina bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden damit. Obwohl, ich bin auch nicht mehr so... Nehmen wir Stamina mal wieder. Wir brauchen nämlich einfach mehr Stamina vom Allgemeinen her. Und warum hänge ich jetzt die ganze Zeit den Boden fest? Egal. So, schauen wir da mal weiter aus. Wie lange haben wir denn schon? Schon wieder 15 Minuten. Und das ist echt nervig. So, jetzt schauen wir noch wieder weiter. Da ist wieder etwas. Ancestral Spirit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin gerade gefrostet. Und warum rennt der Jaspar nicht mit mir mit? Das gibt's ja nicht. Krieg endlich einmal ein paar Haxen, du. Warum ist da gerade alles buggy? Das gibt's ja nicht. As you wish. Ah, okay, jetzt hat das endlich. Ich kann ihn gerade nur von Gegner zu Gegner bringen. Ups. Ja, da gehen wir mal vor. Way too easy. Okay, wir holen mal unsere Steel Arrows. Oh, Ektoplasm und Ghost Wrappings. Die sind ja cool. So, laufst du mir jetzt hinterher? Danke. Es ist so nervig, dass der Typ einfach nicht Fies kriegen kann hin und wieder. Und ich bin so froh, dass haben die ganzen Kristalle da nichts tun. Boah, war das nervig, wenn ich da jetzt die ganze Zeit Ambrosia saufen müsste. Huh? Ah, jetzt geht er das Ding gleich an. So, jetzt brauche ich gleich über ihn drüber schießen. Oder neben ihn her schießen. Er darf gern alles tanking. Das macht er schon. Ich muss dann sicherlich wieder ein paar Talan haben und da werde ich so eingehen. Aber da werde ich alles auch wieder cheesen, so gut es geht. Huh? Leider gehen mir da alle Pfeile abhanden, weil ich von die Kreatur nichts aufklappen kann. Crystal Spectre. Hey, ich brauche das anschießen und er geht's an. Perfekt.
Aber da brauche ich gerade wirklich viel zu viele Pfeile. So. Search Ectoplasm empty, okay. Wie weit haben wir es denn noch? Nein, nicht mehr so weit. Schau, ob wir noch ein paar Mana-Fungi finden oder so. Ah, da ist da gerade nichts mehr. Es ist aber auch nicht so übersät mit Gegnern. Das muss ich dazu sagen, weil in Skyrim hätten uns alle 3 Meter irgendwie was angegriffen. Obwohl es ja Skyrim ist, aber halt der Mod davon, aber die haben nicht so viel eingepflanzt. Die haben wahrscheinlich gewusst, dass sie hin und wieder einfach einmal nichts tun sollten in der Richtung. Da ist wieder einer. Oakbow. Nope. Da kommt jetzt gleich mehr raus. Was haben wir da jetzt noch? Was ist das da hinten? Ein Mammut? Schauen wir mal, wie sich Jaspar dann gegen ein Mammut schlagt. Way too easy. Und die tut ihm einfach gerade das Kreuz aufschlitzen mit dem Dolch. So. Da ist ein Mammut, Jaspar, leider nebenbei. Old Fortask. Blazes. We need to put an end to this. Now. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich was trinken soll oder ob ich ihn einfach mal da vorgehen lassen soll. Ah, das sind nur ein paar alte Fortasks. Da haben wir zum Beispiel eine Karkasse. Shit. This is getting ugly. Tut der gerade auf meine HP reagieren? Oder... Schauen wir mal, wie viel wir dem Ding Schaden machen können. Ich dachte, das könnte sich ausgehen. Nach die Steel Arrows werde ich dann noch meine ganzen alten Arrows verschießen. Also meine ganzen Old Iron Arrows, die ich vielleicht noch habe. Da werden wir aber sicherlich automatisch... Ah na, nicht einmal. Er nimmt sogar die ältesten zuerst. Shit. This is getting ugly. Na, jetzt chill, Kollege, chill. Ich schieße auf das arme Mammut da jetzt so viele Pfeile, bis es sagt so, okay, ich hab genug Schaden gekriegt, ich leg mich nieder, du darfst mich looten. Und einmal genau zwischen die Augen. So, das. Ivory. Das ist was wert. Und Fortask restores 5 Health. Sehr schön. Dann machen wir jetzt nämlich das. Und da hinten steht natürlich der Fire Spark. Aber ich will jetzt noch mal... So, wo habe ich nochmal? Da. Fortask Meat, okay. Das ist dann... Provides elongated health regen out of combat. Man vom Lebbaden, Futtern und Trinken an Kingsmeat dazu. Na, das ist Mana-Regeneration. Ja. Clear your throat und dann sagst du nix. Well, that was quicker than expected. Did you find the gem? Was? Er regt sich nicht einmal auf? Er regt sich nicht auf. Was ist denn los, Konstantin Firespark? Well, I'll be damned, that's the one. Then I suppose it's time for me to tell you some things about the temple. Okay. Maybe you've already heard the Enderalian legend about this place. It's said that this temple is alive, and that the entire forest is some kind of sensory organ of it. Okay. Heareth his whispers, sung from the trees, dreadeth his gaze, blah blah blah, you get the idea. Ja. Though most folk legends are superstitious nonsense, this one has a true core. The temple does indeed have a consciousness of some sort.
That has, however, less to do with some suicidal lover's tragic fates, but with a Pyrean defense mechanism. The Stone Heart. Okay. It works because the Pyreans found a way to conjoin something immaterial with a human soul. That doesn't need to be a building like it is here. It can also be a sword or an amulet. Ah. The bound ones, as those whose consciousness was transferred were called, suffered atrocious pain during the ritual, but when it worked, they practically achieved immortality. Well, that's consoling. It's a terrible fate, yes, but we all know that with the right religious blavering, humans can be convinced to do just about anything. However, don't get the wrong idea. These bindings were unusual. Not every Pyrean had a relative living in his frying pan, so to speak. Only a very few arcanists, mainly those of the issue. So. Hättest nur eine Minute oder zwei gerade das Gespräch fertig machen, dann werden wir die Folge schon beenden. Aber ja, es ist gerade nur darum gegangen, dass da eben ganz bestimmte Leute sich in nicht sterbende Objekte, ja. Er hat nur den Satz fertig gemacht, dass es ganz bestimmte Leute sein, und jetzt frage ich nochmal nach. I doubt that it's resting. Witnessing the downfall of one's own civilization, and since then being forced to hang around in an extinct world, hardly has a positive effect on one's sanity. But we'll see. Go ahead. Put the gem in the socket over there. Okay, nächster Quest, nächste Aufgabe. Da drüben ist der Sockel, und ich sag da jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war schon wieder von den RaLe. Bis Mittwoch.